England, Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Nähe des Fischerdorfes Somerset finden Bauern einen bewusstlosen, unbekannten Mann. Dieser Mann trägt den ungewöhnlichen Namen Ozias Midwinter. Der freundliche, hilfsbereite Alan Armadale nimmt sich des fremden Kranken mit persönlicher Teilnahme an. Wird er durchkommen? Ozias kommt durch und die beiden jungen Männer werden schnell Freunde. Was Alan nicht ahnt, Ozias aber weiß. Sie beide verbindet die Vergangenheit ihrer Väter. Beide heißen sie in Wirklichkeit Alan Armadale. Ihre Väter waren erbitterte Feinde. Diese Feindschaft endete mit einem grausamen Mord, den Midwinters Vater an Alans Vater beging. Ich werde dich jetzt verlassen und die Tür verriegeln. Du wirst ertrinken. Nimm den Schmuck, nimm alles, was du willst. Aber lass mich leben. Niemals dürften sich die Söhne begegnen, hatte Midwinters Vater in seinem Testament beschworen. Der Zufall aber hat sie zusammengeführt. Eines Tages erscheint eine geheimnisvolle Frau im Dorf. Die Frau mit dem roten Schal. Es ist die schöne Lydia Gwilt, die als Kind in die Auseinandersetzung der Väter von Alan und Ozias verwickelt war. Sie will aus ihrer Kenntnis der Ereignisse Kapital schlagen. Alan erbt das Landgut Thorpe Ambrose. Ozias folgt ihm dorthin als Verwalter, obwohl ihm klar geworden ist, dass die Vergangenheit bedrohlich zwischen ihm und Alan steht. Er lebt in der ständigen Sorge, der Fluch der Väter könnte sich an den Söhnen wiederholen. Wo ich auch gehe und stehe. Überall verfolgt mich das Verbrechen meines Vaters. In Thorpe Ambrose verliebt sich Alan in die hübsche Nellie Milroy, die mit ihren Eltern im Cottage des Armadale'schen Gutes zur Miete wohnt. Nellies Mutter ist schwer krank ans Bett gefesselt. Für ihren Vater, den skurrilen Major Milroy, ist eine große Uhr, an der er seit Jahren bastelt, zum Lebensinhalt geworden. Sie gefällt Ihnen also? Ja, ganz ungemein, Herr Major, ganz ungemein. Auch Lydia Gwilt, die Frau mit dem roten Schal, lässt sich in Thorpe Ambrose nieder, als Gouvernante von Nellie Milroy. Diese Stellung hat sie mit Hilfe gefälschter Empfehlungen bekommen. Ihr kommt zugute, dass weder Alan noch Ozias wissen, wer sie in Wirklichkeit ist. Sie bleiben quasi in Vertretung der Familie Milroy. Das ist ein dienstlicher Befehl von Gwilt. So viel Spaß, lieber Junge. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie plant, Alan Armadale zu heiraten und so an sein Geld zu kommen. Nett, dass er sie uns eine Weile gelassen hat. Es fällt der attraktiven Frau nicht schwer, Alan zu erobern. Er trennt sich von Nellie und macht Lydia Gwilt einen Heiratsantrag. Auch Ozias hat sich in Lydia verliebt. Aus Angst, dem Freund mit dieser Liebe zu schaden, verlässt er Thorpe Ambrose. Und noch einer ist den Reizen dieser Frau erlegen. Der alte Felix Bashwood, ein seltsamer Mann, der den Auftrag hat, Midwinter in die Aufgaben eines Gutsverwalters einzuführen. Und warum gehen Sie mir nach? Weil Sie so schön sind. Und weil es mich unendlich glücklich macht, in Ihrer Nähe zu sein. Doch der ravinierte Plan von Fräulein Gwilt scheitert. Da hinauf, John. Da hinaus, Fräulein. Herr Armadale bedauert. Er ist beschäftigt. Als in Thorpe Ambrose Gerüchte über ihre abenteuerliche Vergangenheit auftauchen, sagt sich Alan von ihr los. Beraten von Rechtsanwalt Pedgift verbietet er ihr sein Haus.
Die Post, Sir. Nichts von Midwinter? Nichts, Sir. Legen Sie es hin. Was war los heute Nacht? Leute aus dem Ort waren das, Sir. Sie haben unten Scheiben eingeworfen. Komm, Broker, nach Hause. Die schönen Tage sind vorbei. Komm. Broker, komm. Was ist Bishop? Er ist wieder hinter Ihnen her. Hab ihn schon bemerkt. Diesmal erwische ich ihn. Danke, Bishop. Gute Nacht. Gute Nacht. Hier bin ich. Ihre Lampe blendet mich. Was fällt Ihnen denn ein? Sie? Nehmen Sie gefälligst die Mütze ab, wenn Sie mit einer Dame reden. Das mache ich doch, wie ich lustig bin, Haben Sie nicht Fräulein! gehört, Sie erbärmliche Kreatur? Und jetzt verschwinden Sie und bestellen Sie an Amelie einen schönen Gruß. Es ist ziemlich sinnlos, mir nachzuschnüffeln. Ich schnüffele Ihnen nicht nach. Ich bin ja bloß mal so spazieren gegangen. Ich werde meinen Schirm auf Ihrem Kopf zertrümmern. Ich warne Sie. Ich fühle mich stark genug, Sie Ihrer Mütze hinterher zu schleudern. Herr Midwinter. Fräulein Gwilt. Sie sind doch belästigt worden. So kann man es nennen. Was heißt, so kann man es nennen? Ich werde seit einiger Zeit auf Schritt und Tritt verfolgt und überwacht. Überwacht? Sie? Von wem? Auf Thorpe Bros. Es sind seltsame Dinge geschehen, seit Sie uns verlassen haben. Aber das werden Sie noch früh genug erfahren. Sie weichen mir aus. Warum? Was Sie angeht, das geht doch auch mich an. Das haben Sie nett gesagt. Ich bin sehr froh, dass Sie wieder da sind. Wollen Sie die Güte haben, mich nach Hause zu begleiten? Ich werde Ihnen alles erzählen. Und vielleicht darf ich Ihren Arm nehmen. Ich muss Ihnen gestehen, dass meine Kräfte jetzt erschöpft sind. Kommen Sie. Ich bringe Sie nach Hause. Ich bin nicht mehr bei den Milroys. Ich habe ein Zimmer in der Stadt.
Alan lässt sie überwachen? Mein Freund Alan? Ich verurteile ihn nicht. Ich klage nur die Leute an, die ihn missbrauchen. Er und ich, wir sind gleichermaßen das Opfer einer Intrige geworden. Er als der begehrteste Junggeselle weit und breit. Und ich als Fräulein Milroys vermeintliche Rivalin. Als vermeintliche? Ja. Oder glauben Sie etwa? Verzeihen Sie, aber Alan hat mir selbst gesagt, dass er in mich verliebt sei. Nicht nur das. Was sonst kann er Ihnen gesagt haben? Dass er Sie heiraten wollte. Mich? Ja, wussten Sie das nicht? Nein. Gott sei Dank, nein. Und warum Gott sei Dank, nein? Weil ich niemals den geringsten Ehrgeiz hatte, Ellen Armadales Frau und Herrn von Thorpe Ambrose zu werden. Und noch aus einem anderen, für mich sehr viel gewichtigeren Grund. Muss ich ihn nennen? Sie lieben Alan nicht? Ich habe mir von ihm den Hof machen lassen. Seine Schwärmerei hat mich amüsiert, das gebe ich zu. Es war nicht recht. Ich bedauere das. Und ich büße jetzt für diese Eitelkeit. Aber ich habe Ihren Freund nie geliebt. Niemals würde ich einen Mann heiraten, den ich nicht liebe. Nicht für alle Reichtümer dieser Welt. Fräulein Milroy, nicht stets seine Abneigung gegen mich empfunden. Von mir selbst hätte sie erfahren können, dass ich keine Nebenbuhlerin bin. Ich habe bei ihrem Freund um eine Unterredung nachgesucht. Es war mein Wunsch, die Dinge richtig zu stellen. Was hat er getan? Er hat mich abgewiesen. Fortgeschickt wie ein Bettelweib. Der Mann, der Ihnen gesagt hat, dass er mich liebe. Ihr Freund. Fräulein Gwilt. Nicht genug damit. Jetzt hetzt er mir auch noch einen Spitzel auf die Fersen. Bin ich nicht schon genug gedemütigt? Ist mein Leben denn nicht schon schwer genug? So dürfen Sie nicht sprechen. Ich ertrage es nicht, wenn Sie so traurig sind. So bitter. Ich wäre gerne anders. Besonders Ihnen gegenüber. Das dürfen Sie mir glauben. Lydia. Bitte gehen Sie jetzt. Es ist schon spät. Ich darf nicht noch mehr ans Gerede der Leute kommen. Bitte verstehen Sie das, Herr Midwinter. Ozias. Ich werde das alles in Ordnung bringen. Ich bin sicher, dass diese ganze verfahrene Angelegenheit auf einem fürchterlichen Irrtum beruht. Ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen jedes Wort. Aber ich weiß auch mit absoluter Sicherheit, dass Alan außerstande ist, gemeinsame Sache mit einem bezahlten Subjekt zu machen. Er ist leichtsinnig, leichtfertig, leicht zu beeinflussen. Aber so etwas tut er nicht. Ich werde es Ihnen beweisen. Ja, ich ruhe nicht eher, bis ich Ihnen den Beweis erbracht habe. Das wäre schön. Alan wird sich bei Ihnen entschuldigen. Und wenn das alles vorbei ist, dann werden Sie auf Thorpe Ambrose genauso gut zu Hause sein. Wie ich auch. Ich liebe Sie, Lydia. Was heißt? Ich habe Sie immer geliebt. Vom ersten Augenblick an. Seit jenem Abend auf Thorpe Ambrose, als Sie Klavier spielten, habe ich immer nur an Sie gedacht. Bitte gehen Sie, Ozias. Es ist besser für uns beide.
Der alte Osias ist wieder da. Guten Tag, Aaron. Gerade habe ich erfahren, dass du wieder zurück bist. Warum hast du denn nicht in deinem Bett geschlafen? Du, ich bin erst lange nach Mitternacht hergekommen und wollte niemanden herausleiten. Übrigens wäre ich heute Nacht beinahe von deinen Gutsleuten verprügelt worden, als ich hier ankam. Wir sind diese Woche schon zum 2. Mal Scheiben eingeschmissen worden. Jetzt habe ich Wächter aufgestellt. Ach, Gott sei Dank, dass ich dich wieder habe. Du, ich brauche dich. Ich bin ganz ekelhaft in der Bredouille. Ja, ich hab's gehört. Was? Die Geschichte mit Fräulein Quill? Das Kesseltreiben gegen mich in der Nachbarschaft? Ja. Wer hat dir das erzählt? Fräulein Gwilt. Wo hast du sie getroffen? Ist das so wichtig? Es wäre besser gewesen, du hättest meine Version zuerst gehört. Willst du damit andeuten, dass Fräulein Gwilt lügt? Aber nein, ich will gar nichts andeuten. Ich will nur sagen, dass das Ganze eine lange und komplizierte Geschichte ist. Und jetzt, nachdem du ihre Version gehört hast, siehst du natürlich alles mehr oder weniger durch ihre Brille. Und wenn ich dir was erzähle, sieht es so aus, als ob ich mich rechtfertigen würde. Man sieht es ja schon jetzt an, dass du gegen mich voreingenommen bist. Wirklich so? Ja, leider. Schon als ich reinkam, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass etwas zwischen uns ist. Das tut mir leid. Es ist nichts zwischen uns, Ellen. Du brauchst dich auch nicht vor mir zu rechtfertigen. Ich bin nicht dein Richter, sondern dein Freund. Daran hat sich nichts geändert. Gut, also, dann will ich dir jetzt mal meine Version erzählen. Nicht nötig. Alles, was ich wissen möchte, ist, ob du etwas damit zu tun hast, dass Fräulein Gwilt nachspioniert wird. Oder weißt du nichts davon? Natürlich weiß ich davon. Deshalb muss ich dir ja die ganze Chose erklären. Ellen, also, es bedarf keiner Erklärungen. Meine Frage ist doch wohl einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. wenn das so einfach wäre, wie du es dir vorstellst vielleicht. Aber so einfach ist es nicht. Ach, das sind doch Ausflüchte. Langsam habe ich wirklich den Eindruck, dass du ihr nachspionieren lässt. Gott, willst du mich jetzt anhören oder nicht? Anhören? Womit willst du deinen Spitzel verteidigen? Genügt es nicht, dass du dich in Fräulein Gwilts Privatangelegenheiten eingemischt und sie aus ihrer Stellung vertrieben hast? Wie lang ist es her, dass du in ihr deine künftige Frau gesehen hast? Und jetzt bezahlst du einen dreckigen Schnüffler, damit du sie unter Druck setzen kannst. Mensch, wenn es eine Notwendigkeit gäbe, von der du keine Ahnung hast. Ich erkenne keinerlei Notwendigkeit an, eine hilflose Frau verfolgen zu lassen. Sie käme dir vielleicht nicht mehr so hilflos vor, wenn du die Wahrheit wüsstest? Die Wahrheit! Du wagst das Wort in den Mund zu nehmen, nachdem du Lydia nicht einmal die Gelegenheit zu einer Aussprache gegeben hast. Lydia? Das klingt ja ganz so. Ach, Mann Gottes. Ja, warum hast du denn nicht gleich gesagt, dass du in sie verschossen bist? Verschossen? Wer gibt dir das Recht, so zu sprechen? Ach, lieber Himmel, sei doch nicht so schrecklich rigoros. Ich hab's doch nicht böse gemeint. Was ist denn dabei? Warum sollst du es auch nicht sein? Aber muss denn das sein, dass du jetzt bloß noch ihr glaubst und ich nicht mal mehr zu Wort kommen darf? Was sei es? Nimm die Hand weg! Gibt es denn nur noch entweder sie oder mich? In diesem Falle ja. Wenn ich die Wahl habe zwischen dem Auftraggeber eines Spitzels und dessen Opfer, dann bin ich entschieden auf der Seite des Opfers. Der Traum. Ich muss unbedingt mit Ihrem Herrn Vater sprechen. Herr Armadale, Papa. Ganz schön unter Dampf, der Gute. Lass ihn herein, Junior. Bitte, Herr Amt. Was verschafft mir die Ehre, Sir? Ich muss mit Ihnen über die Gwilt-Angelegenheit sprechen. Ganz meinerseits. Ich schlage vor, dass wir einen Beleidigungsprozess gegen eine Ihrer Nachbarn anstrengen. Nein. Doch. Das gesamte Gwilt-Problem ist letztlich eine Identitätsfrage. Wenn wir die Dame in den Zeugenstand bekommen, werden wir über sie alles erfahren, was wir wissen wollen. Das ist der eine Weg. Der andere wäre, dass ich einen Beamten von Scotland Yard auf sie ansetze. Dann werden wir rasch erfahren, ob sie der Polizei bekannt ist oder nicht. Ich glaube felsenfest, sie ist. Aber ich will nichts dergleichen. Ich will, dass Schluss ist mit dieser verdammten Geschichte. Jawohl, Schluss! Sie haben mich schon einmal zu etwas überredet, wofür ich mich jetzt noch geniere. Und das reicht mir. Wie Sie wünschen, Sir. Nur muss ich dann ablehnen, weiter Ihr Rechtsberater zu sein.
Die Sache wird schlecht für Sie ausgehen. Ich habe keine Lust, Ihretwegen meinen guten Ruf auf das Spiel zu setzen. Bitte. Guten Tag. Na, Papa? Ein Narr. Er wird sein himmelblaues Wunder erleben. Zur Gesundheit, Papa. Fräulein Milroy. Nelly. Ich muss mit Ihnen reden. Bitte, steigen Sie ein. Geh noch nicht, Nelly. Ich weiß ja, dass ich mich schlecht benommen habe. Aber lass mich versuchen, es wieder gut zu machen. Es geht mir ganz kotzjämmerlich, Nelly. Die Leute schneiden mich. Midwinter hat mich verlassen. Ich habe an Pastor Brock geschrieben, dass er mich besuchen kommt, aber er kann nicht. Er ist krank. Ich habe weit und breit keinen Menschen mehr, der zu mir hält. Nelly, bitte sag, dass du mir verzeihst. Es hat keinen Zweck mehr, Ellen. Mama und Papa sind sich jetzt einig, dass ich ins Internat komme. Ich bin schon angemeldet. Adieu, Ellen. Warte, Nelly. Würdest du mich noch heiraten, wenn ich deine Eltern darum bitte? Ach, Ellen. Du versprichst immer so viel. Mensch, so zu versagen. Schrei mich nicht an! Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe Midwinter und Armadale auseinandergebracht, weil ich hoffte, sie wieder versöhnen zu können. Und dann als Friedensengel sozusagen Zutritt zum Herrenhaus zu bekommen. Das ist misslungen. Weil dieser Idiot mich nicht empfängt. Ich habe ihm geschrieben, 2-mal. Was soll ich denn tun, wenn er nicht will? Soll ich ihm auf der Straße auflauern? Oder mich vor seinen Wagen werfen? Oder mich in sein Haus einschleichen? Ja, genau das sollst du. Was? Dich in sein Haus einschleichen. Und womöglich gleich in sein Schlafzimmer. Wo du ihn dir vornimmst, ist mir egal, mein Herz. Jedenfalls wäre der Abend oder die Nacht
die beste Zeit für deinen Besuch. Und wenn er in seinem Schlafzimmer endet, wäre uns beiden sehr damit geholfen. Nein, das mache ich nicht. Ich bin keine Hure. Wir wollen uns nicht darüber unterhalten, wer oder was du bist, Liebste. Du machst es. Basta. Ich habe dir lang genug deinen Willen gelassen. Was ist dabei herausgekommen? Nicht der Schwarze unterm Nagel. Jetzt wird getan, was ich will. Ich habe gehört, dass er wieder mit Nellie Milroy angefangen hat. Wenn das stimmt, wird er mich im Hohenbogen an die Luft setzen. Midwinter hätte mich bei ihm durchsetzen können. Allein habe ich keine Chance mehr. Ach was, du brauchst diesen Midwinter nicht. Armadale wird dich nicht hinauswerfen. Und wenn du erst einmal mit ihm allein bist, hast du so gut wie gewonnen. Ich kenne dich doch. Es hat klügere Männer in deinem Leben gegeben, Lydia. Und wenn ich mich weigere? Ich bin deine Freundin. Ich habe es bewiesen. Mit Geduld, mit Vertrauen. Aber ich bin auch Geschäftsfrau. Ich habe eine Menge Geld investiert. Und ich habe nicht die Absicht, es in den Schornstein zu schreiben. Du wirst diesen jungen Mann besuchen. Du wirst dich bitte dabei erinnern, dass ich nicht mit mir spaßen lasse. Ich habe Schuldscheine von dir, mein Herz. Und ich könnte mir auch denken, dass manche Leute eine ganze Menge Geld dafür springen lassen, für eine gediegene Unterhaltung darüber, wer oder was du bist. Bitte, Sir. Danke. Noch einen Wunsch, Sir? Nein, danke, John. Sie können schlafen gehen. Gute Nacht, Sir. Lydia? Wie kommen Sie hierher?
Wollen Sie mich wieder fortschicken? Ich muss Sie sprechen. Meine Briefe sind ohne Antwort geblieben. Ist das nicht auch eine Antwort? Eine unverdiente. Sie hat mich verletzt. So war das nicht gemeint. Ich möchte nur nicht mit Ihnen darüber diskutieren. Weil Sie mich hassen? Nein. Ich kann nur nicht mit Ihnen reden. Und warum nicht? Weil Sie mir überlegen sind. Sie wissen das. Und ich weiß es auch. Sie haben mir einmal versichert, dass Sie mich lieben. Gilt das nicht mehr? Nein. Das wäre nur der Anfang für neue Missverständnisse. Verwirrungen. Es ist mir einfach zu gefährlich. Ich gebe ja zu, dass ich mir manches selber eingebrockt habe, aber wahr ist auch, dass alles erst wirklich anders geworden ist, als es vorher war, seitdem Sie hierher zu uns gekommen sind. Ich finde mich schon gar nicht mehr zurecht. Meinen besten Freund habe ich verloren. Ihretwegen. Ich will, dass es wieder so wird, wie es vorher gewesen ist. Ruhig und friedlich. Ich habe hier an Herrn Major Milroy geschrieben. Ich habe ihm alles zu erklären versucht. Ich habe ihn gebeten, mir noch einmal zu verzeihen. Ich wünsche mir, dass Nelly meine Frau wird. Nelly ist ein Mädchen, das zu mir passt. Warum weinen Sie? Ich bin unglücklich. Ich beneide Fräulein Milroy um die Gefühle, die sie in Ihnen zu wecken versteht. Natürlich. Fräulein Milroy ist jung. Aber ich hatte noch eine schwache Hoffnung. Ellen. Nein. Nein, ich will das alles nicht. Es ist vorbei. Vorbei. Für immer, bitte. Gehen Sie. Sie schicken mich fort? Nein, ich schicke Sie nicht fort. Ich bitte Sie nur in aller Form, Ihren Besuch zu beenden. Ich habe Angst vor Ihnen. Fräulein Gwilt. Sie sind schön, klug. Sie haben Macht über die Menschen. Mit mir wäre das nie was geworden. Ich bin nicht der richtige Mann für Sie. Ich bringe Sie hinaus. Ja, bitte. Gute Nacht. Lydia. Ich wünsche Ihnen Glück. Grüßen Sie Midwinter, wenn Sie ihn sehen. Fräulein Gwilt!
Sie sind es. Sie sind bei ihm gewesen. Ja. Sie brauchen Herrn Armadale und Nellie Milroy nicht mehr zu beobachten. Gute Nacht, Bashwood. Halt! Erst muss ich Bescheid wissen. Lassen Sie diesen Unsinn, Bashwood. Ich will nach Hause. Fräulein Gwilt, ich muss wissen, ob Sie Herrn Armadale heiraten wollen. Nein, ich will ihn nicht heiraten. Ich hasse ihn. Danke. Danke, Fräulein Gwilt. Gute Nacht, Bashwood. Was ist los? Warum sprichst du nicht? Was möchtest du denn hören, liebe Maria? Das sind doch diese Dummheiten. Warst du bei Armadale? Und? Es ist genau das eingetreten, was ich dir prophezeit habe. Er hat mich an die Luft gesetzt. Und darüber freust du dich? Du darfst mir gratulieren, liebe Maria. Vor dir sitzt eine Braut. Braut? Wessen Braut, wenn ich fragen darf? Die Braut von Ellen Armadale natürlich. Vorhin hast du mir doch gesagt, er hätte dich an die Luft gesetzt. Hat er auch. Aber der andere Ellen Armadale will mich zu seiner Frau machen. Der andere Ellen Armadale? Es gibt nämlich deren zwei. Zwei Armadales? Sogar zwei Ellen Armadales. Und wer ist der zweite? Midwinter. Midwinter? Von wem hast du das erfahren? Von Midwinter. Offen gestanden hatte ich immer schon einen leisen Verdacht, dass dieser komische Name nicht sein richtiger ist. Wenn man so oft den Namen gewechselt hat wie ich, dann hat man so eine Art Gespür dafür. Wann hat er dir das gesagt? Gestern Abend, als ich von Ellen Armadale zurückkam, fand ich einen Brief von Osias in meinem Zimmer vor. Ich meine von Midwinter. Ich war überrascht, denn ich hatte ihn seit seiner Rückkehr nicht mehr gesehen. Er schrieb mir, dass er mich liebe, und er machte mir einen Antrag. Er war nämlich inzwischen in London gewesen und hatte sich eine Stellung bei einer Zeitung besorgt, meinetwegen. Jetzt schrieb er, sei in der Lage, für mich zu sorgen. Ja, sehr rührend. Also weiter. Ich ging zu ihm und ich erfuhr noch in derselben Nacht sein Geheimnis. Er ist nämlich der Sohn des Mannes, den Ellen Armadales Eltern damals auf Madeira mit ihrer Hochzeit hintergangen haben. Ja, er ist der Sohn des Mannes, der damals getäuscht wurde. Ach, und kennt er deine Rolle in dieser Geschichte? Oh, die kleine Zofe, die den Brief gefälscht hat, weiß er natürlich Bescheid. Aber dass ich das bin, davon hat er keine Ahnung. Und Armadale? Weiß er, wer Midwinter ist? Nein, außer mir jetzt. Und dem Pfarrer in Somersetshire und ein paar Ämtern kennt keiner seinen richtigen Namen. Du, jetzt ist er wieder nach London zurückgefahren, um seine Stellung anzutreten, damit wir so bald wie möglich heiraten können. Was sagst du jetzt? Liebst du ihn? Wenn ich jünger wäre. Wenn ich nicht erlebt hätte, was ich erlebt habe.
Er könnte mir gefährlich werden. Ach, das ist doch unwichtig. Was denn ist wichtig, Lydia? Wichtig ist, es gibt 2 Ellen Armadales. Der eine ist reich. Er hat 12.000 Pfund im Jahr. Und seine Witwe wird einmal 8.000 Pfund haben. Der andere ist arm wie eine Kirchenmaus. Er hat nichts als eine schmale Rente. Und ein Gehalt, das auch nicht viel besser ist. Aber das lässt sich vielleicht ändern. Du fällst mir mein Herz. Folgendes muss geschehen. Ich muss Midwinter heiraten, so schnell wie möglich. Und unter seinem richtigen Namen, Armadale. Und dann muss der andere, der blonde Armadale, der muss dazu animiert werden, eine Reise anzutreten. Möglichst weit weg. Ins Ausland. Und von dieser Reise darf er nie wiederkommen. Ja, ich verstehe. Und sobald seine Nachricht von seinem Tod in Thorpe Ambrose eingetroffen ist, da tauchst du als seine Witwe auf und machst deine Erbansprüche geltend. Ja, die Voraussetzungen sind fabelhaft. Die Leute hier, die denken doch, dass ich scharf darauf bin, Herrin von Thorpe Ambrose zu werden. Und Ellen Armadales Leidenschaft für mich ist meine allerbeste Erinnerung. Ja, also man müsste eine Situation schaffen, die euch beide in der Öffentlichkeit zeigt, in herzlichem Einvernehmen. Und dann müssten wir müssten verschwinden. Ich weiß auch schon, wie ich das arrangieren kann. Ich werde Ellen Armadale von Midwinter nach London rufen lassen. Zur Versöhnung. Midwinter macht alles, was ich will. Und dann mache ich mich hier auf dem Bahnhof an ihn heran und steige mit ihm in den Zug. Naja, aber der kleine Milroy, du hast mir doch gesagt, dass er wieder mit dir angebändelt hat. Wie gewonnen, so zerronnen. Das lass mich schon machen. Ja, aber wie? Die Frau Milroy, die wird einen anonymen Brief von mir bekommen. Du siehst, ich glaube, wir können unsere Zelte ja abbrechen, Marianne. Es fehlt dir nicht an echtem Gottvertrauen. Und sonst haben Sie mir nichts zu sagen, Herr Armadale? Nein. Ich kann nur nochmals wiederholen, dass ich mein früheres Verhalten unendlich bedauere und dass ich feierlich gelobe, Nelly glücklich zu machen. Ja. Das haben Sie mir alles schon gesagt. Ja, dann erlaube ich mir, Sie nochmals geziemend um die Hand Ihrer Tochter zu bitten. Darum haben Sie mich auch schon gebeten. Ja, aber um Himmels Willen, Herr Major, was soll ich denn sonst noch sagen? Dass ich Sie anflehe, Nelly nicht in ein Internat zu schicken, das habe ich ja auch schon gesagt. Ich erwarte eine Erklärung, Sir. Eine Erklärung? Worüber eine Erklärung? Darüber, wie Sie es mit Ihrer Ehre und dem guten Geschmack vereinbaren können, hier in meinem Hause als Freier aufzutreten, ohne zuvor in Ihrem eigenen für klare Verhältnisse gesorgt zu haben. Bitte, was habe ich nicht? Entspricht dieses anonyme Geschreibsel der Wahrheit? Aber das ist eine Verleumdung. Dass Fräulein Gwilt in der genannten Nacht bei Ihnen gewesen ist? Ach, nein, das nicht. Sie war tatsächlich bei mir. Aber sie ist unangemeldet gekommen. Sie ist buchstäblich bei mir eingedrungen. Und ich habe sie auch ziemlich rasch wieder entfernt. Ich will keine Einzelheiten wissen. Aber Sie müssen sie wissen, Herr Major, in diesem Wisch wird ja der Eindruck erweckt, dass Fräulein Gwilt die ganze Nacht bei mir gewesen ist. Das ist eine gemeine Lüge. Ja, meine Liebe. Ist dieser Mensch noch da? Ja, gewiss, meine Liebe. Schick ihn fort, er ist ein Ungeheuer. Dieser Brief ist an meine Frau geschickt worden. Es war ein furchtbarer Schlag für Sie. Herr Major, bei allem, was mir heilig ist, ich bin völlig unschuldig. Ich schwöre es Ihnen. Mein lieber Junge, ich bin ja geneigt, Ihnen zu glauben. Und ich glaube Ihnen auch, dass es Ihnen jetzt mit unserer Nelly ernst ist. Aber ich kann nichts machen. Wenn Sie in einem halben Jahr noch so denken wie heute, dann kommen Sie wieder. Ich werde mit mir reden lassen und meine Frau, so hoffe ich, wird das auch. Herr Major, ich verreise morgen nach London. Mein Freund Midwinter hat mir wieder geschrieben. Ich
muss ihn sehen. Darf ich mich wenigstens vorher von Nelly verabschieden? Es tut mir leid, mein lieber Junge, aber Nelly ist heute früh abgereist ins Internat. Wir hielten das für besser. Ja, und was ich noch sagen wollte? Keine Korrespondenz mit Nelly bitten wir uns aus. Wir würden das als schmählichen Vertrauensbruch betrachten. Tja. Und nun, Gott befohlen, lieber Junge. Ich schätze, Sie sind jetzt wohl nicht in der Stimmung, sich noch einmal ein bisschen meine Uhr anzusehen. Oder vielleicht doch. Sie geht ihrer Vollendung entgegen. Ja? Verzeihung, ich musste Sie sehen. Ich habe eine Nachricht für Sie. Herr Armadale fährt morgen nach London. Herr Armadale ist mir völlig gleichgültig. Sonst noch was? Ja, ich möchte Ihnen etwas schenken, Fräulein Gwilt. Hier. Sehen Sie. Es gehörte meiner verstorbenen Frau. Vielleicht gefällt es Ihnen. Darf ich es Ihnen umhängen? Heute geht es nicht. Ich erwarte noch eine Schülerin. Um diese Zeit? Wenn Sie nichts dagegen haben. Verzeihung, ich habe es nicht so gemeint. Es ist nur, ich halte es nicht mehr aus. Sie wissen, dass ich Sie liebe. Und Sie haben mir einmal versprochen, dass Sie mich belohnen würden für all das, was ich für Sie... Bitte. Heute geht es wirklich nicht. Kommen Sie am Wochenende. Samstag. Wir werden ein Glas Wein miteinander trinken und ein wenig plaudern. Und dann dürfen Sie mir auch das Kettchen umhängen. Ja. Danke, Fräulein Gwilt. Ich werde kommen. Samstagabend. Danke. Ich komme. Sie hier, Mr. Armadale? Fahren Sie etwa auch nach London? Ja. Das nenne ich eine angenehme Überraschung. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich mich Ihnen anschließe. Bahnfahrten sind so schrecklich langweilig, finden Sie nicht? Ja, natürlich. Aber ich bin ein leidenschaftlicher Raucher. Der Zigarrenrauch stört Sie sicher. Im Gegenteil, ich liebe Zigarrenrauch. Er hat etwas so Männliches. Was bekommen Sie? Einen halben Schilling, bitte. Gestatten Sie, dass ich das für Sie erledige? Furchtbar reizend von Ihnen. Ich gebe es Ihnen nachher wieder. Danke.
für den Zug nach London werden die Herrschaften gebeten, sich auf die andere Seite zu begeben. In London. Wenn er nur nicht so voll ist. Morgen. Der Zug wird gleich eintreffen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ein schönes Abteil bekommen, wo Sie ganz ungestört sind. Sie fährt weg. Mit Armadale. Die hat mich immer bloß ausgenützt. Schon ein verdammter drittes Frauenzimmer, diese Gewillt. Habe ich nicht gleich gesagt, dass sie ihn doch noch rumkriegt? Na bitte. Das ist ein Weibsbild. Alle Achtung. Wenn meine Alte heute der Schlag treffe, die würde ich morgen vom Fleck weghauen. Ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen. Hau ab, mein Schmetterling. Ich muss Papachen rasieren. Willkommen in London, oh mein Erzeuger. Guten Tag, James. Es schmeichelt mir ja ungemein, dass du deine alten Knochen hierher bemühst. Aber von mir aus hättest du das Geld ruhig mit der Post schicken können. Komm, nimm Platz und erquicke dich an der kleineren Hälfte meiner Spiegeleier. James, warum bist du um diese Zeit nicht im Büro? Ich habe mich selbstständig gemacht. Aber ich glaube, das habe ich dir doch geschrieben, oder? Ja, das hast du. Aber stimmt es auch? Meinst du, ich pump dich an, um meine Mätresse zu finanzieren? Ich bin geschäftlich momentan in einem Engpass. Aller Anfang ist schwer, singt der Dichter. Also, was kannst du herausrücken? James, ich habe einen Auftrag für dich. Gut bezahlt ist halb gewonnen. Ich werde dich bezahlen, James. Gut bezahlen, wenn du mich gut bedienst. Und dafür recherchiere ich für dich sogar im Nachtopf der Königin. Also, was soll's sein, edler Kreis? Es handelt sich um eine Frau. Papachen, du wirst doch nicht so dicht am Grabesrand noch auf Abwägen wandeln. Mit mir hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Auftrag von einem Herrn, für den ich arbeite. Die Frau heißt Gwillt. Wie heißt die Dame? Gwillt. Fräulein Lydia Gwillt. Vielleicht heißt sie auch anders. Sie ist Gouvernante gewesen bei einer Familie Milroy, bei uns in Thorpe Ambrose. Aha. Eine Agentur soll sie vermittelt haben. Aber ich weiß inzwischen, dass das nicht stimmt. Sauber. Also Leute gibt's. James, ich muss alles über diese Frau wissen. Alles. Und ich muss es bald wissen, hörst du? Bald. Hier, da steht alles drin. Hier, bitte, sieh mal. Danke, das genügt mir, Papachen. Ich werde dir die Vergangenheit der Dame Gwillt bis zurück zur Mutterbrust liefern. Großes Ehrenwort. Und jetzt entschuldige mich eine Sekunde. Wenn noch ein Funken Religion in dir ist, Peggy, dann knie nieder und bete. Ich hab da ein Ding vor der Flinte. Wenn das funktioniert, dann verjuxen wir den Herbst an der Riviera. Der Doktor hat Push gemacht. Ich häng mit drin. Gott sei Dank konnten wir uns rechtzeitig absetzen. Die Mädels habe ich aufs Land geschickt. Ich selbst habe mich hierher nach Bayswater verzogen. Ein Glück, dass ich mir diese Wohnung erhalten habe. Und der Doktor? Oh, untergetaucht wie ich. Oh, kaum Zeit vom Rat. Na, und was ist mit dir? Alles wunderbar.
Ich bin mit Armadale hierher gefahren. Auf dem Bahnsteig, da hat er mich am liebsten noch erschlagen. Aber im Abteil ist er dann zugänglicher geworden. Ich habe alles aus ihm herausgebracht, was ich wissen muss. Die süße Nelly ist im Internat. Der Herr Papa hat Korrespondenzverbot verhängt, ein halbes Jahr lang. Das genügt mir. Eine längere Lebensdauer habe ich dem Herrn vom Thorpe Ambrose sowieso nicht zugedacht. Ja, und Midwinter? Er ist sehr lieb. Und sehr dankbar, weil ich ihn mit seinem Freund versöhnt habe. Gestern haben sich die beiden zum ersten Mal wieder getroffen. Es scheint eine sehr rührselige Angelegenheit gewesen zu sein, nach dem Bericht von Midwinter zu urteilen. Und eure Hochzeit? In 14 Tagen. Genauer gesagt am 11. August. Mhm. Und du glaubst, dass es dabei keine Schwierigkeiten geben wird? Todsicher nicht. Nach dem Gesetz kann ich nämlich Midwinter unter meinem Mädchennamen heiraten. Ohne die Tatsache erwähnen zu müssen, dass ich Witwe bin. So, wer sagt das? Der Anwalt. Der mich damals verteidigt hat. Ich komme gerade von ihm. Der wird ja eine rechte Freude gehabt haben, dich wiederzusehen. Als ich ihm sagte, dass es diesmal kein Mordprozess, sondern eine simple Heirat sei, war er allerdings erleichtert. Ja, und wann werdet ihr es Armadale mitteilen? Er weiß es schon. Midwinter hat es ihm gestern gesagt. Er verbirgt sich dafür, dass es Armadale als ein absolutes Geheimnis betrachtet, solange wir das wünschen. Ja, du glaubst, dass er den Mund hält? Bestimmt. Der tut nichts mehr, was ihn noch einmal mit seinem Freund entzweien könnte. Na, aber bei eurer Trauung wird er doch dabei sein wollen. Was dann? Midwinter heiratet dich doch als Armadale. Eben. Und gerade deshalb hat Midwinter ihn gebeten, nicht dabei zu sein. Ich musste nicht einmal etwas dazu tun. Er will unter keinen Umständen, dass Armadale je erfährt, wer er in Wirklichkeit ist. Er hat ihm beigebracht, wir wollten aller Stille heiraten. Armadale triefte vor Verständnis. Seit seine süße Nelly nicht mehr da ist, hat er nur noch seinen Busenfreund, um sein Übermaß an Sentimentalität loszuwerden. Und weil er gerade so schön trieft wie ein Weihnachtskrapfen, werde ich ihm nachher, wenn wir zusammen essen, einen Vorschlag unterbreiten, dem er sich ganz gewiss nicht entziehen wird. Ein Vorschlag? Was für Vorschlag? Midwinter geht für seine Zeitung nach Italien. Nach Italien? Mhm. Nach Neapel. Ich werde Ellen den Vorschlag machen, dass er uns dort mit seiner Yacht besucht. Mhm. Ich wette mit dir, der küsst mir die Hände vor Begeisterung. Neapel sehen. Und sterben. Ellen? Och, geht doch noch nicht. Trinken wir doch noch ein Glas zusammen. Verzeihen Sie bitte, aber ein Eilboot hat dies vor circa einer Stunde gebracht, Herr Armadale. Ich möchte annehmen, dass es wichtig ist. Aus dem Pfarrhaus in Somersetshire. Der Pfarrer liegt im Sterben. Du musst hinfahren, Ellen. Den Abendzug erreiche ich noch. Lydia, ich müsste eigentlich mitfahren. Dann müssen wir die Hochzeit verschieben, Osiris. Du kennst das Gesetz. Wir müssen 14 Tage in London bleiben. Ja. Ich werde mir immer Vorwürfe machen, dass ich nicht dabei war, als sie ihn zu Grabe getragen haben. Das brauchst du nicht, Osiris. Wenn du gekonnt hättest, wärst du ja gefahren. Aber es ging doch nicht. Schade, dass du ihn nicht mehr kennengelernt hast. Er würde dir gefallen haben. Und du ihm. Das war ein Mann nach unserem Herzen, Lydia. Lauter, gütig, selbstlos. Ein Mann wie ein Fels. Ja. Schade. Was ist denn, Lydia? Nichts. Lass uns gehen.
Lydia. Ja. Glaubst du, dass ich die richtige Frau für dich bin, Osiris? Glaubst du es wirklich? Warum fragst du? Zeige ich es dir nicht genug? Spürst du es denn nicht? Komm. Hier. Na, daneben nicht. Mach endlich den Mund auf. Wie lange willst du hier noch herumstehen mit deinem Gesicht wie eine liebeskranke Katze? Ich kann mit Winter nicht heiraten. Ah, das ist entzückend. 2 Tage vor deiner Hochzeit. Er hat mich nie nach meiner Vergangenheit gefragt. Neulich habe ich gedacht, ich müsste ihm irgendetwas darüber sagen. Ich habe ihm einen ekelhaften Schwindel erzählt. Einen richtigen Groschenroman. Er hat ihn mir geglaubt. Und nur gesagt, wenn ich dich noch mehr lieben könnte, als ich dich liebe, würde ich es jetzt tun, wo ich weiß, wie sehr du gelitten hast. Ich hätte schreien können, Lüge, alles Lüge. Jede andere Frau ist 1000-mal besser für dich als ich. Ich komme mir ihm gegenüber so gemein vor. Mir gegenüber nicht. Hä? Mir bist du nicht schuldig, nein. Ich kann es nicht tun, Maria, das musst du verstehen. Bitte verzeih mir. Verschwinde! Kommst schon wieder. Das weiß ich. Lässt sich Zeit, das Herzchen. Wie? Jetzt ist er raus. Dann wollen wir mal. Fahren Sie los, Kutscher. Sind wir bald dran? Gleich. Jetzt. Dann zwitschere los, mein Schokoladenmäulchen. Hallo, junge Frau, auf ein Wort? Sie sind doch Fräulein Gwilt, oder? Ja, bitte? Ach, entschuldigen Sie, ich habe Sie mit einer gewissen Frau Manuel verwechselt. Wissen Sie, ich hätte mich gerne meine Erinnerungen an den Waldron-Prozess etwas aufgefrischt. Wer hat eigentlich damals den Herrn Waldron um die Ecke gebracht? Die Witwe oder der Kapitän Manuel? Ach, entschuldigen Sie, sind ja selber die Witwe Waldron. Oh Gott, wie peinlich. Bitte 1000-mal um Vergebung. Auf Wiedersehen, Frau Manuel. Adieu, Freund Wild. Merci, mein Vögelchen. Und jetzt dieselbe Nummer noch einmal vor Ihrer Pension. Und dann will ich mit meines Wissens Zauberstab aus Muttchen, Puttchen, Olderscholz, Schatzkästlein die Zechiden hüpfen lassen. Ach, ich habe den Doktor erwartet. Ich bin angepöbelt worden von einem jungen Weibsbild. Unten auf der Straße und dann später noch mal von meiner Pension. Ich glaube, ich soll erpresst werden, Maria. Du? Warte hier. Ja. Ist das Ihre Schlampe, die meine Freundin belästigt hat? Peggy ist meine Braut. Los, packen Sie aus. Womit soll ich anfangen? Na, vielleicht mit dem Anfang.
Vielleicht damit, dass Sie, als Sie mit dem Quacksalber Aldershaw die Dörfer unsicher machten, das Findelkind Lydia Wild, wegen seines schönen Haars, als Renommierstück für die Wunderkraft ihrer Patentmixturen zur Schau gestellt haben. Dann haben Sie irgendwo in Norfolk die Kleine an eine Familie Blanchard als Zofe für die Tochter des Hauses abgetreten. Später hat dann dieselbe Familie Blanchard dieses Findelkind Lydia Wild in ein piekfeines französisches Internat abgeschoben, wo unser Rotschopf eine kostspielige Ladylike-Erziehung genoss. Warum sie bekam und warum sie mit der Auflage bekam, sich nie mehr wieder in England sehen zu lassen, das würde ich gern von Ihnen hören, Frau Aldershaw. Sie bekommen dann Rabatt von mir, na? Bis jetzt haben Sie sich noch keinen Penny verdient, Bashwood. Es muss da irgendwo, irgendwann, irgendwas passiert sein mit ihr und den Blanchards. Ja, vielleicht im Ausland. Sie soll ja mit den Blanchards auf Madeira gewesen sein. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen nachfassen. Jedenfalls hat sich diese vornehme Erziehung für ihre Freundin ausgezahlt. Ohne sie wäre sie vielleicht eine kleine Hausfrau oder eine kleine Hure geworden. So aber hat sie Karriere gemacht. Eine Karriere querbeet durch den Kontinent und aktenkundig. Als Männerfalle, als Tingle-Tangle-Pianistin, als Anreißerin für geheime Spielclubs, als Hochstaplerin, als Kurtisane, auch für Damen, wie wir wissen, meine Gnädigste. Mal oben, mal unten, mal mondän, mal demi. Und die Polizei war immer wieder mit dabei. Und dann hat die schillernde Lydia unseren Landsmann Waldron bezirzt. Herr Waldron hat sich ihretwegen mit seiner Familie verkracht und sie geheiratet. Und da war auch schon der flotte Kubaner Kapitän Manuel da. Und Herr Waldron ging ein bisschen plötzlich in die Binsen. Und es gab den attraktiven Waldron-Mordprozess. Aber an den müssen Sie sich doch noch ganz intensiv erinnern, Frau Aldershaw. Sie waren doch im Zeugenstand. Na, wie haben wir es denn jetzt? Und das sind die Prozessakten. Und nun mal Kasse, meine teuerste. Ich will 200 Pfund Cash. Oder die Hochzeit der Dame Quilt Waldron Manuel mit Herrn Ellen Armadale in der St. Anna-Kirche übermorgen platzt. So wahr ein Gott im Himmel wohnt. Das Gift ist raus. Sagen Sie ihr Grüße, wenn sie aufwacht. Danke, Doktor. Kann ich noch was tun? Ja. Machen Sie das Fenster auf. Ja? Alles in Ordnung, mein Liebling. Hab dich freigekauft. Billig war's nicht. Aber die Gefahr ist vorüber. Sie hat Waldron umgebracht. Die Geschworenen jedenfalls erkannten auf schuldig. Und das Gericht ebenfalls. Aber der Innenminister hob unter dem Druck der öffentlichen Meinung das Todesurteil auf und in einem neuen Prozess wurde sie nur zu 2 Jahren verdonnert. Wegen Diebstahls von Familienschmuck, aus dem ihr nicht zustehenden Teil des Waldronschen Erbes. Seit 3 Jahren ist sie wieder auf freiem Fuß. Ja, und dieser Kubaner, Kapitän Manuel... Heiratete sie, brachte in blitzesschnell ihre Moneten durch und ließ sie dann sitzen. Ja, dann ist sie ja immer noch seine Frau. Und kann Armadale nicht heiraten. Irrtum, Papachen. Nach dem Verschwinden Manuels tauchte nämlich plötzlich ein leidgeprüftes weibliches Wesen auf, das sich vermittels eines einwandfreien Trauscheins als die erste und rechtmäßige Gattin des Kapitäns ausweisen konnte. Die zweite Ehe wurde annulliert. Demnach ist die Dame Quilt sehr wohl in der Lage, sich mit einem Herrn Armadale zu vermählen. Oh, das werde ich verhindern. Ich gehe zu ihr. Ich würde in die Kirche gehen. Dort ist ein Auftritt viel wirkungsvoller. Die Sache steigt um 3. In die Kirche? Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde sie in der Kirche stellen. Bleib doch noch ein bisschen. Du hast doch fast noch eine Stunde Zeit, Papachen. Nein, nein, ich muss hin. Ich bin viel zu aufgeregt. Auf Wiedersehen, mein Junge. Bist ein braver Sohn. Ein braver Sohn. Und schreib mir, wie es gewesen ist. Ich habe immer Sinn für einen Spaß.
Die sind schon längst auf die Reise in die Flitterwochen. Die Hochzeit war um 10, der wird ein Gesicht machen. Und du, pack die Koffer. Wir reisen nach Monte Carlo und sprengen die Bank. Vielleicht hättest du die Tür etwas weniger heftig zumachen können. Entschuldige, aber ich muss diesen Bericht bis morgen früh fertig haben. Ich muss mit dir sprechen, Osais. Auf ein paar Minuten wird es wohl nicht ankommen. Muss das jetzt sein? Ja, es muss sein. Warum dann also nicht jetzt? Wenn Ellen hier heraufkäme, hättest du für ihn sofort Zeit. Hör auf Ellen herumzuhacken. Ich habe diesen Posten hier in Neapel auf Probe bekommen. Ich muss zusehen, dass ich ihn fest bekomme, damit wir leben können. Besser als jetzt. Oh, sei es. Ich muss jetzt arbeiten. Also, Lydia, was ist? Besser leben. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir noch so leben würden wie in den ersten Wochen nach unserer Heirat. Als dein Elle noch vor der spanischen Küste oder sonst wo herumsegelte. Fängst du schon wieder mit Ellen an? Seine Yacht ist untergegangen. Leider nur seine Yacht. Was soll das heißen, leider? Dass ich mir manchmal direkt wünschte, er wäre mit ihr untergegangen. Sag das nie wieder, Lydia. Es ist doch wahr. Seitdem er hier ist, bist du wie verwandelt. Er ist mein Freund, der Einzige, den ich habe. Du hast doch keinen Grund, deine Frau darüber zu vernachlässigen. Wieso? Du bist doch immer dabei. Ja, geduldet. Gnädigerweise darf ich daneben sitzen, mir anhören, was dieser ewige Junge, der nie erwachsen wird, daher schwadroniert. Vom Untergang seines ach so heißgeliebten und doch angeblich so seetüchtigen Schiffes. Von der neuen Yacht, die er gemietet hat. Von dem Kapitän, den er dafür sucht. Von der Mannschaft, die er anheuern muss. Und wenn das endlich alles geklappt hat, wohin er dann reisen wird, um das entsetzliche halbe Jahr der schrecklichen Trennung von seiner süßen Nelly zu überwinden. Lydia, wenn wir so weitermachen, gibt's Krach. Wo ist denn Osais? Osais! Warum schreien Sie denn so? Weil heute ein Freudentag ist. Warum ist heute ein Freudentag? Ich habe meinen Captain gefunden. Was? Du hast einen Kapitän gefunden? Ja, du. Vor einer Stunde sind wir uns einig geworden und jetzt kann's losgehen. Wer ist dieser Kapitän? Du bist ein famoser Kerl. Ich habe den examiniert. Etwas auf dem Kasten. Und die Papiere 1A. Manuel heißt er. Kommt, ich werde ihn euch vorstellen. Er wartet draußen. Osais? Das ist Kapitän Manuel. Freut mich, Sir. Ganz meinerseits, Sir. Meine Frau. Signora. Sie können aus dieser zufälligen Begegnung kein Kapital schlagen, Manuel. Kann ich nicht?
Weiß zum Beispiel dein Mann etwas über unsere gemeinsame Vergangenheit? Ich habe keinen einzigen Penny. Hm. Aber was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen eine Möglichkeit böte, sich das doppelt und dreifach selbst zu verschaffen? Mit welchem Risiko? Früher hätten Sie nicht danach gefragt. Man wird älter. Also wie? Herr Armadale beabsichtigt, die Yacht nach der Fahrt nach Sizilien zu erwerben. Der Kaufpreis liegt im Safe der Kajüte. 4.000 Pfund. So viel Geld dürften Sie seit Waldrons Tod nicht mehr auf einem Haufen gesehen haben. Aha, ich verstehe. Und was ist dein Interesse dabei? Erstens will ich meine Ehe nicht gefährden. Zweitens will ich, dass Sie sich endlich für immer aus meinem Leben scheren. Falls also diesem Herrn etwas zustoßen sollte, wie kann ich dich benachrichtigen? Gar nicht. Ich reise nächste Woche hier ab. Verstehe. Die Dame will sich keine Blöße geben. Und außerdem liest man Unfälle auf See ohnehin in der Zeitung. Woher weißt du denn so genau, dass mich dein Plan zum Ziele führt? Ich kenne dich. Das genügt mir. Die Todeskarte. Möchte gerne was zu trinken haben. Was möchte dein Ellen gerne zu trinken haben? Irgendwas Erfrischendes. Also wenn der Kahn hält, was er verspricht, dann kriegt Nelly ihn von mir als Hochzeitsgeschenk. Vorausgesetzt natürlich, dass sie mich heiratet. Ich glaube nicht, dass du dir darüber Gedanken machen musst. Osias? Ja? Was ist das? Weißwein mit Limon und Soda. Bitte. Danke, Lydia. Sie sind ein Schatz. Ach, weißt du, manchmal glaube ich werde verrückt. Auf dieses Korrespondenzverbot hätte ich nie eingehen dürfen. Ellen! Osias, das ist unsere letzte Nacht. Ja. Vielleicht für lange. Du wolltest nach London zurück. Es war dein Wunsch. Und du hast nicht den geringsten Versuch gemacht, mich hier zu behalten. Warum haben wir uns so entfremdet? Warum ist alles so anders geworden? So sehr, dass du mich sogar verdächtigen konntest, ich hätte deinen Freund Ellen vergiften wollen. Ja, ich habe es einen Augenblick lang geglaubt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er eine Allergie gegen Limonen hat. Es tut mir leid, Lydia. Und was ist es noch? Bitte sag mir das. Du hast mir einmal von Ellens Traum auf jenem französischen Wrack erzählt. Hängt es damit zusammen? Ja. Es ist bisher alles eingetroffen, was er damals geträumt hat. Und jetzt auch das. Das Glas, das ich dir abnahm, ihm weiterreichte, seine Ohnmacht. Aber das sind doch Hirngespinste. Nein. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Aber das ist doch Unsinn. Ich liebe dich, Osias. Ich liebe dich mehr als alles in der Welt. Ich will nicht wegfahren. Ich will hier bleiben. Bitte sag mir, dass ich hier bleiben soll. Nein. Ich habe eingesehen,
Es ist besser, wir trennen uns, bis wir wieder zu uns selbst gefunden haben. Ellens wegen. Und weil ich nicht mehr weiß, wer du bist. Wer ich bin? Hast du schon gepackt? Ja. Vermisst du nichts? Nein, nichts. Warum? Warum hast du ihn nie getragen? Es ist längst aus der Mode. Ich wusste gar nicht, dass ich ihn noch habe. Was soll die Frage? Pfarrer Brock hat mir einmal erzählt, dass die Dame, die Ellens Mutter in Somersetshire besuchte, einen solchen Schal getragen hat. Einen roten Schal. Aber er hatte ja auch erzählt, dass diese Frau mit ihrem Mann zusammen nach Südamerika gefahren ist. Ja. Das hat er mir gesagt, aber... Und außerdem, Hunderte von Frauen haben damals in England so einen Schal getragen. Oder glaubst du etwa, dass ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, Lydia. Leb wohl, los Eis. Leb wohl, Lydia. Schiffsunglück in der Adria. Wie wir es jetzt erfahren, ist die von dem Engländer Ellen Armadale aus Thorpe Ambrose, Norfolk, gescharterte Privatjacht Dorothy in einem schweren Sturm in der Adria untergegangen. Leider besteht kein Zweifel, dass niemand das Unglück überlebt hat. Ich wusste doch, dass ich mich in dieser Hinsicht auf Manuel verlassen konnte. Ja, und die Erbschaft? Ich werde diese Angelegenheit durch Bashwood abwickeln lassen. Durch Bashwood? Ja, mit den Petgifts war Armadale auseinander. Bashwood kennt sich aus und wird das Ganze exzellent erledigen. Ja, Bashwood ist doch dein ärgster Feind. Hast du das vergessen? Der Alte wird mir die Erbschaft apportieren wie ein Zirkushund. Wer hat sie betrogen, Bashwood? Ihr Sohn, nicht ich. Ich habe nur dahin gewollt, wohin Sie auch immer wollten. Hinauf. In ein weniger jämmerliches, weniger bedrückendes Leben. Sie kennen meine Vergangenheit. Alles, was ich durchgemacht, alles, was ich gelitten habe. Und Sie sollten kein Verständnis für mich haben. Gerade Sie. Ein ewig getretener, ewig missachteter Mensch. Ein armer Mensch wie ich. Sie haben mir einmal gesagt, Sie liebten mich. Vielleicht lieben Sie mich immer noch. Warum? Bashwood, seien Sie mal ganz ehrlich. Sie haben mich doch auch geliebt, weil Sie meinen starken Willen spürten, mich nicht unterkriegen zu lassen. Ich bin Ellen Armadales Frau, seine Witwe. Wenn Sie Ihr Wissen gegen mich gebrauchen, wird Ihnen das kein Mensch lohnen. Ich kann Ihnen eine Zukunft bieten, die 1000-mal besser ist als Ihr jämmerliches Dasein jetzt. Sobald ich mein Erbe angetreten habe, werde ich England für immer verlassen. Es gibt freundlichere Länder, Bashwood. Und Sie werden als mein Vermögensverwalter mit mir kommen. Und immer in meiner Nähe sein. Wann haben Sie diesen Brief bekommen? Wie gestern, nachdem ich Ihren erhalten hatte. Haben Sie ihn irgendjemandem gezeigt? Niemand. Mit jemand darüber gesprochen? Nein.
Sie kennen mein Angebot, Beschwit. Entscheiden Sie sich. Zerreißen Sie diesen Brief, Beschwit. Und vergessen Sie ihn ganz schnell. Dieser Brief ist nie geschrieben worden. Ellen Armadale lebt. Ja, ein Maat der Besatzung hat ihn gewarnt. Der hatte offenbar Wind von dem Mordplan bekommen. Als Manuel und seine Leute die Yacht versenkten, da konnte er sich aus seiner Kajüte befreien und sich schwimmend retten. Du glaubst, er wird nach London kommen? Natürlich. Das hat er ja in seinem Brief an Beschwit mitgeteilt. Um Nelly und ihre liebe Verwandtschaft zu beruhigen. Was hast du vor? Manuel und dem Meer ist er entkommen. Mir entgeht er nicht. Und wenn ich ihn mit meinen eigenen Händen erwürgen müsste. Ich bin seine Witwe und das gedenke ich auch zu bleiben. Der Doktor muss uns helfen. Downward? Ha, den gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch einen Dr. Ledoux. Der hat ein kleines Sanatorium für Nervenkranke draußen in Hampstead. Macht dich auf einiges gefasst. Unser alter Downwood hat sich sehr verändert. Eine extrem delikate Situation. Zufällig habe ich ein unausrottbares Faible für delikate Situationen. Wobei ich in diesem Falle allerdings gebieterisch meine praktische Vernunft herbeizitieren muss. Und zwar deshalb, weil ich a. meine sämtlichen Ersparnisse in dieses hübsche Spezialinstitut gesteckt habe und b. weil ich in diesem Raum die Anwesenheit einer vierten Person spüre, die eventuell sehr garstig für mich werden kann. Für Sie übrigens auch, meine Damen. Einer vierten Person? Von wem sprechen Sie, Doktor? Vom Henker. Denn was hier erörtert wird, ist doch ein netter, runder Mord. Oder sehen Sie eine andere Möglichkeit? Nein, keine. Dann möchte ich zuerst die Honorarfrage geklärt haben. Thorpe Ambrose ist ein großer Kuchen. Ein Drittelchen davon, hübsch schriftlich verpackt, könnte mich in Versuchung führen. Das ist sehr viel, Doktor. Nicht zu viel, meine Gnädigste, wenn ich an Ihrer Majestät Galgen denke. Und an den bescheidenen Trost, dass Sie und Mama Oldershaw vielleicht neben mir hängen. Gut. Dann frisch auf, meine Damen. Ich werde Ihnen zeigen, wie ich diesen unverwüstlichen Herrn Armadale doch noch bei seinen Vätern zu versammeln gedenke. Bitte, meine Damen. Guten Tag, Herr Doktor. Was macht unsere Nummer 14, Schwester? Er hat eine unruhige Nacht gehabt. Ich glaube, er bekommt bald wieder seinen Anfall. Verständigen Sie mich bitte, ja? Jawohl, Herr Doktor. Moment, Schwester, ich möchte Sie mit Frau Terry bekannt machen. Sie wird als Nachtschwester bei uns arbeiten. Auf Probe fürs Erste. Guten Tag. Guten Tag. Danke, Schwester. Bitte mir zu folgen. Bitte. In diesem Zimmer wird es geschehen. Es könnte auch in jedem anderen Zimmer geschehen. Jedes Zimmer hier hat dieselben Möglichkeiten. Meine Patienten kommen aus den besten Kreisen. Man schickt sie mir, weil ihr Wahnsinn nicht mehr salonfähig ist. Man will sie vom Halse haben, aber mit einem guten Gewissen. Ich verschaffe das gute Gewissen.
Bei mir gibt es keine Zwangsjacken, keine Fesselungen, keine abgestumpften Flieger, keine Brutalität. Dass sogar die Fenster nur vom Pflegepersonal geöffnet werden können, dient auch dem Wohle der Patienten. Ja, bei mir herrscht Friede. Der Friede der Chemie. Solange meine Patienten sich ruhig verhalten, können sie alles tun, was ich erlaube. Bricht das Böse in ihnen durch, rufe ich meinen dienstbaren Geist zu Hilfe. In diesem zerbrechlichen Gehäuse wohnt er. Lass ich diesen hellen Geist frei, zieht er luftig durch die Täfelung ins Zimmer und bringt Schlaf und Vergessen. Für kürzer, für länger. Ich verstehe mich auf die Dosierungen. Und Armadale? Mit dem Duft dieses dunklen Geistes in der Nase wird er bis zum jüngsten Tag schlafen. Ja, aber wie bekommen wir Armadale hierher? Sie wissen, wann er nach London kommt. Ja, er hat seine Ankunft Bashwood mitgeteilt. Können Sie Bashwood vertrauen? Absolut, Doktor. Dann wird Bashwood ihn abholen. Und ihm sagen, dass die süße Nellie durch die Nachricht von seinem Seemannstod einen Schock erlitten hätte. Und hier in Dr. Ledoux Nervenheilanstalt liege. Ich bin sicher, dass er sich sofort hierher begeben wird. Ja, und wenn er tot ist, was dann? Sie und ich, beste Freundin, wir werden ihn empfangen und wir werden ihn hinterher verschwinden lassen. Gründlicher, als wenn das Mittelmeer ihn verschlungen hätte. Auch in diesem Falle ist die Chemie eine so wohltuende Wissenschaft. Und was habe ich dabei zu tun? Gar nichts, teure Freundin. Sie werden in Ihrem Hotelzimmer in London für ein frohes Gelingen beten. Hallo, Träger. Schau nach Bashwood. Ich werde mich um unser Gepäck kümmern. Ja. Da sind Sie, Herr Bashwood. Ich begrüße Sie. Ich bin hoch erfreut, Sie gesund wiederzusehen. Hoch erfreut. Ja, danke, Bashwood. Sagen Sie, wie geht's dem Milrose? Haben Sie Nachrichten von Nellie? Ja, traurige Nachricht. Fräulein Nellie hat die Nachricht von ihrem Unglück so aufgeregt, dass sie krank wurde. Man hat sie in das Sanatorium von Dr. Ledoux in Hampstead gebracht. Hallo, Bashwood. Sie sind auch hier? Ja. Meine Zeitung hat mich vorzeitig zurückbeordert. Warum starren Sie mich denn so an? Nichts, gar nichts. Ich bin nur überrascht, Sie so unerwartet wiederzutreffen. Das heißt, ich höre eben, Nellie geht's nicht gut. Sie hat die Schiffsgeschichte gelesen und liegt jetzt mit einem Nervenzusammenbruch draußen in Hampstead. Ja, im Sanatorium von Dr. Ledoux. Ich muss Sie unbedingt sehen. Ich werde Sie unterbrechen und Sie besuchen. Das würde Sie bestimmt sehr glücklich machen. Was ist das für ein Sanatorium? Ein gutes Sanatorium. Ich war dort. Es macht einen sehr guten Eindruck. Ich schlage vor, dass du und Bashwood mit dem Gepäck nach Thorpe Ambrose fährst. Und ich komme morgen nach, wenn ich mit Nellie gesprochen habe. Nein. Bashwood soll alleine fahren. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich mit nach Hampstead. Wie ist die Adresse? Fairweather-Vale, Sanatorium Dr. Ledoux. Ich habe sie aufgeschrieben. Einen Moment, hier bitte. Sag, Sie können hier in diesem Sanatorium auch übernachten? Ja, aber gewiss, ich hatte mich bereits erkundigt. Wir nehmen eine Droschke und fahren hin. Wiedersehen. Bis morgen, Bashwood.
Ich muss Sie bitten, sich bis morgen zu gedulden, meine Herren. Fräulein Milroy schläft schon. Und zwar zum ersten Mal ohne Medikamente. Wir sind froh, dass wir sie so weit haben. Ja, also, wenn Sie meinen, Herr Doktor. Ich möchte natürlich nichts, was Nelly schaden könnte. Es ist zu spät, heute noch nach London zurückzukehren. Bitte, betrachten Sie sich als meine Gäste, meine Herren. Schwester Terry wird in Ihre Zimmer anweisen. Was wäre frei, Schwester? 8 und 17, Herr Doktor. Ja. Sagen Sie, Doktor, wäre es nicht möglich, dass mein Freund und ich Zimmer nebeneinander bekommen können? Ja, bitte. Ja, das wird nicht so einfach sein. Ich habe eigentlich nur Sie erwartet. Ich bin nach der Katastrophe mit meiner Yacht sofort nach Neapel gefahren und da Herr Midwinter auch nach London musste, konnten wir zusammen hierher reisen. Tja. Wird sich das einrichten lassen, Schwester? Ja, 8 war für Herrn Armadale reserviert. Vielleicht 7 und 8, Herr Doktor. 7 muss allerdings erst in Ordnung gebracht werden. Dann veranlassen Sie doch das bitte, Schwester. Ja, bitte. Angenehme Ruhe, meine Herren. Danke, Doktor. Bitte, meine Herren. Dankeschön. Sie sind hier. Ich warte schon so lange auf Sie. Was gibt's denn, Bishop? Etwas Entsetzliches ist passiert. Herr Armadale ist nicht allein zurückgekommen. Nicht allein? Sie sind beide angekommen. Herr Midwinter ist auch nach Hampstead gefahren. Jetzt muss der Doktor beide umbringen. Sie haben mich in alles hineingezogen. Sie machen mich auch noch zum Mörder. Lydia, ich liebe Sie. Bitte geben Sie mir endlich meine Belohnung. Lydia! Sehen Sie nach, ob Sie schon schlafen. Ja.
Was ist? Midwinter scheint Verdacht geschöpft zu haben. Wieso? Er hat sein Zimmer verlassen, schläft bei Armadale auf Zimmer 8. Dann genügt eine Portion. Halt, Doktor! Midwinter nicht. Beide. Oder denken Sie, ich will hier auffliegen? Bitte nicht auch Midwinter. Maria. Wenn wir Thorpe Ambrose haben wollen, bleibt uns keine Wahl. Dann verzichte ich auf Thorpe Ambrose. Aber ich nicht. Dito, nehmen Sie doch Vernunft an. Und wir kommen alle in des Teufels Küche. Es ist mir gleich. Ich will nicht, dass Midwinter umgebracht wird. Er ist mein Mann. Ich liebe ihn. Beide. Wag es nicht. Ich lasse es nicht zu. Ich schreie, ich wecke das ganze Haus auf. Oh, sei es nicht, hörst du? Ach. Wollen die Damen sich prügeln? Es gibt kein Zurück. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit für Midwinter. Wir haben ja noch eine halbe Nacht, uns das zu überlegen. Aber Armadale muss weg. Oder haben Sie dagegen auch etwas? Nein. Na, dann kommen Sie. Herr Armadale schläft auf... Zimmer 8. Gut, bitte. Ich glaube, das sollten Sie tun. Ja. Ich hasse ihn. Er hat immer zwischen mir und Osiris gestanden. Alles hätte ich ihm verzeihen können, aber das nicht. Bitte, meine Gnädigste. Doktor, bitte helfen Sie mir, meinen Mann zu retten. Aber sicher, meine Beste. Mir wird schon etwas Wunderschönes einfallen. Gute Nacht, mein Prinz. Und Engelscharen singen dich zur Ruhe. Gebe zu mir. Eine kleine Stärkung wird uns allen gut tun. Eine Möglichkeit geben, Osiris aus allem herauszuhalten, ohne unsere Sache zu gefährden. Das Problem existiert nicht mehr. Sie haben es bereits gründlich gelöst. So gründlich, wie man das nur lösen kann. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Wieso? Das verstehe ich nicht. Midwinter und Ellen Armadale sind tot. Sie haben im selben Zimmer geschlafen. Du hast sie umgebracht. Beide.
hat mir ihr Wort gegeben, Doktor. Was tut ein Mann nicht alles, um eine Frau glücklich zu machen? Kein Grund zur Aufregung. Sie wird sich schon wieder beruhigen, wenn sie jetzt richtig kapiert hat, dass sie ohne unsere freundliche Hilfe so gut wie gehängt ist. Leb wohl, Liebster. Ich war deiner nicht würdig. Aber ich habe dich aufrichtig und zärtlich geliebt. Leb wohl. Und vergiss mich bald. Herrenhaus gesehen. Seitdem ich dort war, kann ich an nichts anderes mehr denken. Lydia, ich liebe Sie. Geben Sie mir endlich meine Belohnung. Ich habe Angst vor Ihnen, Fräulein Gwilt. Sie sind schön. Sie haben Macht über die Menschen. Ich liebe Sie, Lydia. Ich habe Sie immer geliebt, vom ersten Augenblick an. Lydia. Jetzt dürfte es soweit sein. Guten Abend, Mama Aldershaw. Guten Abend, Downward. Los, bringen Sie mich zu den beiden Herren, die Sie verarztet haben. Oder zu dem, was von Ihnen übrig ist. Kommen Sie! Lydia. Sie kennen diese Tote? Ja. Meine Frau. Lydia. Meine geliebte Lydia. Jetzt gehörst du mir. Wir werden fortgehen. Wir beide. Weit, weit weg. Und wir werden glücklich.
sehr glücklich sein. Du und ich.